Also ich glaube, bei uns allen war es so, dass wir relativ früh mit dem Rock'n'Roll in Verbindung... Genau das kannst du aus 1000 Interviews rausschneiden. Hit me baby one more time. Also wir haben ja auch vor 10 Jahren schon quasi darüber gesprochen untereinander, wie wir eigentlich zum Rock'n'Roll gekommen sind und deswegen kennen wir die Antworten dieser Fragen eigentlich schon sehr gut, aber es gibt dann immer so kleine Details, die wir, glaube ich, irgendwie, über die wir dann nie reden. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, dass ich eine Kassette von Elvis bekommen habe, was auch stimmt. Aber es gibt dieses eine Video von mir, wo ich, glaube ich, kurz nach Weihnachten auf so einer Trommel als kleines Kind irgendwie rumhaue. Ach, guck mal hier. Das ist da ist die Trommel. Ja, guck, das ist... Ich weiß bis jetzt nicht, was ich da gesungen habe. Ja, aber das ist ein bisschen Phil Collins-mäßig, singen und Schlagzeug. Aber man beachte auch das Akkordeon im Hintergrund. Das heißt, ich habe mich am Ende für die richtigen Instrumente entschieden. Aber es ist schon so, dass wir wirklich sehr, sehr jung waren, als wir das erste Mal Rock'n'Roll-Musik gehört haben. Und bei mir im Speziellen war es dann so, dass mein Bruder eine Plattensammlung hatte. Ja, und es gab eine Elvis-Platte darin. Und der erste Song, den ich dann auch gehört habe, war That's Alright Mama. Und ja, es ist einfach so, als junger Zuhörer ist man dann doch recht ehrlich und weiß sehr schnell einzuschätzen, ob man die Musik mag oder nicht. Und für mich hat es dann damals einfach mit 6 Jahren Klick gemacht und ich fand die Musik toll. Ja, Basti, das bist doch du, oder? Ja, das war mein erster kommerzieller Auftritt. Ab dem Moment bin ich Profi geworden, ich war 6. Knapp, glaube ich. Das war die Jugendweihe von meinem Cousin. Zu der Zeit habe ich immer, wenn ich irgendwo Leute genervt habe, gesungen, rote Lippen soll man küssen. Und danach ging dann irgendwer mit einer Mütze oder so rum, mit einem Hut. Und mein Cousin hatte Westverwandtschaft. Das war noch vor Mauerfall. Und es kamen 20 Westmark zusammen. Auch ein paar Ostmark, das haben die Musiker bekommen. Und ich habe die Westmark bekommen. Und das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Das ist, nee, aber ich finde das geil, dass der Bassist in einem gleichen Tapetenladen war wie, also einfach, ich hätte gern das nur in Blau. wow! Digga! Wo hast du das denn her? Das ist ja sexy! Digga, was, hast du gedacht, Rocking for the sister! hast du gedacht, das ist ein Rasierer oder mit den Augen? Jetzt neu auf Eis.de oder was ist das? also man muss sagen, ich habe also zwischen meiner Schwester und mir liegen 5 Jahre, ja, und das heißt irgendwie, wenn meine Schwester aufgewachsen ist, war ich eigentlich immer irgendwie, ja, so ein bisschen, oh Gott, oh Gott. Naja, auf jeden Fall. Sehr weit aufgeknüpft, das Hemd gewesen. Ne? Naja, also man muss sagen, in der Kindheit hatte ich nicht so viel mit meiner Schwester zu tun, weil der Altersunterschied einfach zu groß war. Und irgendwann habe ich ihr dann, glaube ich, zum 18. Geburtstag oder so, oder vielleicht sogar noch zum 21. habe ich ihr dann, wollte ich mal das Eis brechen und habe ihr eine CD aufgenommen, wo ich nur Rock'n'Roll-Songs nachsinge. Und mich auch visuell offensichtlich dementsprechend präsentieren wollte. Auch ein bisschen was von Latin dabei, ja, muss man schon sagen. Das Schlimme ist jetzt eigentlich, also jetzt im Nachhinein betrachtet, warum nehme ich für diese CD, die für meine Schwester ist, warum nehme ich mich da so lasziv? Guck mal. Hey. Guck mal, wer ist denn das? Jetzt, was war das, ein Automarkt? Hast du da Das Autos war ein Automat, verkauft? genau, richtig. Nein, das ist tatsächlich in Slowenien bei meiner Oma gewesen. Das war so ein Familienfest. Ach, guck mal, ja. Ah ja, ist das so eine Hüpfung? Ja, das ist so. Und habe aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Elvis noch nicht entdeckt gehabt, ehrlich gesagt. Sondern ich singe Frank Zander, Marleen, lass sein, Marleen. Guck mal, Guck mal, hier ganz links. Den Blick hat's ja damals schon drauf. Ja. Es war einfach nur sehr, sehr sonnig an dem Tag und ich habe die Augen zusammengekniffen. Ey, der Look passt auf jeden Fall. Ne? Richtig. Ich wurde nur nach dem Aussehen in die Band gewählt. Natürlich, was denkst du denn? Was denkst du denn? Also wirklich. Damals, als wir uns getroffen haben, gab es tatsächlich schon so ganz ladylike irgendwie gegenseitig Tipps, was man denn jetzt eigentlich so tun kann, um so zum Beispiel die Haare richtig zu formen oder sowas. Wobei man auch sagen musste, dass 2009, als unser Debütalbum rauskam, die Mode sehr stark in die 50er Jahre auch gerade so wieder also zumindest am Aufkommen war und auch die karierten Hemden. Und ich muss ganz, ganz ehrlich zugeben, wir haben dann auch echt viele karierte Hemden getragen, gerade bei den ersten Tourneen, die wir dann gespielt haben, und ich konnte sie zum Schluss nicht mehr sehen. Ich habe dann irgendwann mal gedacht, boah, ich kann jetzt keine, deswegen trage ich heute gestreift. Ja. Ich trage auch kein kariertes Hemd. Weil ich gesagt habe, ich kann sie nicht mehr sehen. Wir haben so viele karierten Hemden gehabt. Irgendwann, glaube ich, den Schrank nur noch mit karierten Hemden. Ja, das war einfach echt viel. Und dann haben wir irgendwann mal auch gedacht. Ich werde in der zweiten Folge ein kariertes Hemd tragen. Ja, schön, cool, ich freue mich. Alles klar. Hit me baby one more time.